Hallo zusammen. Motivation ist im Hobby echt so eine Sache. Man startet oft voller Energie und Elan in ein neues Projekt und ehe man sich versieht, stehen überall halbfertige Projekte rum und die Luft ist komplett raus. Vor über einem Jahr habe ich mir selbst 5 Motivationstipps gegeben, die das vermeiden sollten. Und jetzt frage ich mich, haben die funktioniert? Habe ich mich dran gehalten? Und sehe ich das heute überhaupt noch so? Genau das schauen wir uns heute mal zusammen an. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit vielen Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! In jedem Hobby gibt's vermutlich den Punkt, an dem man einfach mal keinen Bock hat. Es fehlt einfach die Motivation. So ging's mir auch Anfang des Sommers. Die Sonne schien und ich hatte überhaupt keinen Bock. Ich habe mich dann auch gefragt, warum ist das denn jetzt so? Warum ist das beste Hobby der Welt auf einmal wie eine Art Hürde? Warum muss ich da irgendwo drüber springen, um wieder Spaß am Hobby zu haben? Und als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir dann ein Video eingefallen. Es war das 15. Video, ich habe es ja aufgeschrieben, mit dem Titel Motivation oder Frust im Hobby. Hab das Video dann angeschaut und hab dann beim Schauen schon so gedacht, sehe ich das heute so über ein Jahr später immer noch so? Würde ich das heute noch so formulieren? Was habe ich überhaupt damit gemeint? Also, schau mal rein. Los geht's mit Tipp Nummer eins. Unfertige Projekte blockieren Energie. Angefangene Dinge nehmen Platz ein, nicht nur auf dem Tisch, sondern auch im Kopf. Und wenn man zu viel offen hat, so geht's mir auch, verliert man einfach den Überblick und auch die Lust. Das war also der erste Tipp. Unfertige Projekte blockieren Energie. Würde ich heute vermutlich einfach anders formulieren und sagen, räumt eure Hobby-Ecke, räumt euren Hobbytisch auf. Das macht's einfacher loszulegen. Ist auch definitiv so. Habe ich mich selbst dran gehalten? Nö. Kann ich mich dran halten? Keine Ahnung. Ähm, Ich kann mal einblenden, wie meine Hobby-Ecke aktuell aussieht und das ist halt wirklich so der Standardzustand. Da stehen tausende angefangene Dinge rum, überall Farben. Der Platz, bei dem man überhaupt noch irgendwie was sinnvoll machen könnte, wird immer kleiner. Ich brauche einfach Abwechslung, war schon immer so. Und wenn ich dann Bock drauf habe, so, ich will jetzt ganz spontan ein neues Modell bauen und gehe dann in die Hobby-Ecke und habe da keinen Platz, um anzufangen. Und dann kommen dann die Gedanken, ach, eigentlich müsstest du ja das erst noch mal fertig machen und hier und da hat eigentlich auch nur noch ein Pinselstrich gefehlt oder was war da überhaupt noch offen? Und dann habe ich schon wieder die Lust verloren und dann denke ich: „Oh ja, komm, muss ich halt mal wieder aufräumen, mache ich dann halt heute dann doch nix.“ Und deswegen definitiv so, ich bewundere Leute, die so mega krasse Hobbytische, Malecken und sonst was haben, die einfach dann auch so top aufgeräumt, organisiert sind und so. Ich krieg's nicht hin. Bei mir herrscht da immer das kreative Chaos. 'N Jahr später sehe ich den Tipp aber immer noch so, einfach ein bisschen Ordnung im Hobbybereich, in der Malecke, auf dem Maltisch schaffen, weil alles, was dort rumsteht und dazu führt, dass man erst mal aufräumen müsste, kann einfach 'n zusätzliches Hindernis sein, kann die Motivation drücken und man fängt am Schluss vielleicht dann erst gar nicht an. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, und der ist auch ganz, ganz wichtig, nicht nur im Hobby, sondern allgemein im Alltag fürs Leben. Nicht alles muss perfekt sein. Das habe ich schmerzlich lernen müssen. Ich tue mir immer noch sehr schwer damit, weil man wartet oft auf den richtigen Moment. Das perfekte Setup, die perfekte Gelegenheit, die perfekte Idee. Aber der beste Moment ist, einfach anzufangen oder einfach weiterzumachen. Das hat dazu geführt, dass ich diesen Channel gestartet habe. Das hat dazu geführt, dass ich hier Fortschritte beim Aufräumen der Hobby-Ecke hatte. Und die Botschaft, die ich euch da mitgeben will, ist einfach: Fertig ist besser als perfekt. Der erste Schritt ist oft der wichtigste. Auch sehr interessanter Tipp 2. Nicht alles muss perfekt sein und ja, fertig ist besser als perfekt, unterschreibe ich heute immer noch zu 100%, sehe ich genauso. Wie auch im Video gesagt, nicht nur beim Hobby, sondern fürs gesamte Leben. Aber was steckt denn da eigentlich genau dahinter? Es kann zum einen kann es dazu führen, wenn man zu perfektionistisch ist, dass man erst gar nicht mit einem Projekt, mit einem Modell, mit einem Geländestück, was auch immer anfängt, weil man so perfektionistische Vorstellungen hat und sich dann selbst blockiert und denkt: „Oh, das schaffe ich eh nicht.“ Oder: „Puh, mir da fehlt mir noch so viel, ich habe nicht das richtige Material“ und sonst wie.
Also da hilft es natürlich auch dann auch einfach anzufangen und loszulegen, weil fertig ist besser als perfekt. Und der andere Punkt ist natürlich auch, das kann dann halt auch dazu führen, dass dann manche Miniaturen, manche Geländestücke, was auch immer, ewig lang auf dem Hobbytisch stehen bleiben, weil so der letzte perfekte Pinselstrich einfach nicht klappen will. Und ja, deswegen einfach ein bisschen weniger Perfektionismus an den Tag legen, würde ich doch heute sagen. Ähm, Nicht alles muss perfekt sein. Gelingt es mir immer, so zu denken? Nee, natürlich nicht. Das ist aber immer wieder was, was man sich selbst so auch ins Hirn rufen muss. Okay, machen wir weiter mit Tipp Nummer 3. Man sollte sich eher durch den Fortschritt belohnen, nicht durch Kauf. Ja. Was meine ich damit? Manchmal kauft man sich einfach neue Miniaturen, neue Boxen, neue Bücher, neue Comics, irgendwas Neues. Kaufen geht sehr schnell. Das stoppen wir jetzt einfach auch mal an der Stelle, weil da kommt jetzt nicht mehr so viel Neues zu diesem Tipp. Das ist so ein bisschen Herleitung, wie bin ich da drauf gekommen, etc. Ähm, Der grundlegende Tipp, Belohnung durch Fortschritt, und ich spreche da in dem Originalvideo dann auch über Dopamin. Man kann sich diesen Dopaminkick sehr schnell organisieren. Man klickt da irgendwo drauf, zack, was Neues gekauft, aber genauso schnell verfliegt es auch wieder. Und definitiv ist es so, was fertigzustellen, eine fertige Mini dann zu haben, ja, die nicht perfekt, sondern die gut genug für einen selbst angemalt ist, die einem gefällt, das Base ist gemacht, man integriert die so in seine Armee oder man stellt sie halt irgendwo in die Vitrine oder keine Ahnung, spielt sein erstes Spiel damit. Das ist so ein viel, viel, viel besseres Gefühl, einfach da sich durch, ja, Fortschritt zu belohnen, das fertige Produkt, das fertige Hobbyteil in der Hand zu haben. Und habe ich mich selbst daran gehalten? Sorgt es für mehr Motivation bei mir direkt? Nee, eigentlich nicht. Und für mich ist das auch mittlerweile weniger ein direkter Motivationstipp fürs Hobby, sondern eher so ein Punkt, wie kann ich selbst mehr Freude und Spaß am Hobby erleben? Ja, und habe ich mich rückblickend jetzt ein Jahr lang daran gehalten, Belohnung durch Fortschritt statt durch Kauf. Ja, geht so. Also, ich habe definitiv 'n Haufen Miniaturen fertig bekommen, 'n Haufen Projekte fertig gemacht jetzt schon, aber natürlich kommt da auch immer wieder neues, cooles Zeug dazu. Das ist klar. Für mich ist halt auch Sammeln 'n Teil vom Hobby, aber darum geht's jetzt auch nicht. Definitiv kann ich aber sagen, ja, es ist jetzt kein Motivationstipp an der Stelle. Es ist einfach, wie kann man mehr Spaß und Freude erleben, wenn man 'ne fertige Miniatur, 'n fertiges Modell in der Hand hat, so vor sich sieht, die erste Schlacht mitschlägt. Das ist einfach viel, viel, viel wertvoller als neue Boxen kaufen. Machen wir doch mal weiter mit Tipp Nummer 4. Schaffe Platz für Neues, auch emotional. Wenn die Hobby-Ecke voll ist, wenn der Tisch voll ist, wenn die Schubladen überquillen, dann kommt kein neues Projekt so richtig zur Geltung. Es tut unglaublich gut, Dinge abzuschließen, einen Strich drunter zu setzen und ja, auch kleine Teilerfolge sind echte Erfolge. Dinge fertig zu machen, die seit Monaten auf dem Tisch stehen, in der Ecke stehen und die mich immer daran erinnern: „Hier fehlt vielleicht noch 'n Pinselstrich, da fehlt noch was.“ Manchmal konnte ich mich nicht mal mehr dran erinnern, was bei den Modellen eigentlich denn noch fehlte und nicht fertig war. Ja. Also, die Botschaft ist: Platz schaffen für neue Energie Ja, und neue Kreativität. das ist bei dem Tipp gar nicht so einfach, und ich glaube, es ist auch an sich gar kein eigenständiger Tipp, jetzt so im Nachhinein. Es ist eher so ein bisschen auch vielleicht eine Zusammenfassung von Tipp 1, 2 und 3, ein bisschen anders formuliert. Weiß ich nicht, würde ich heute so vermutlich jetzt auch nicht mehr reinnehmen, weil natürlich, ja, schaffe Platz für Neues. Da ist natürlich zum einen, Aufräumen in der Hobby-Ecke oder auf dem Basteltisch. Klar, generelle Ordnung macht es einfacher, loszulegen. Dann weniger Perfektionismus an den Tag legen, auch logisch, weil wenn ich nicht ein Modell stehen lasse, weil ich denke, das ist bei 99% immer noch nicht perfekt, da das letzte Prozent noch. Und dann, ja, mehr Fortschritt, weniger kaufen, passt irgendwie auch so ein bisschen rein, schaffe Platz für Neues, ja, auch emotional, schließe Dinge ab, mache Dinge fertig, habe ich ja eben auch schon gesagt. Deswegen ist es für mich jetzt eigentlich kein eigenständiger Motivationstipp an der Sache.
würde ich jetzt mittlerweile sagen, es ist vielleicht einfach eine Zusammenfassung gewesen, die mir da so in den Sinn kam. Keine Ahnung. Man muss seinem Vergangenheits-Ich ja auch nicht immer hundertprozentig zustimmen. Ne? Schauen wir doch jetzt einfach mal, was ich denn so als Tipp Nummer 5 noch präsentiert habe und was ich heute zu sagen würde. An anderen orientieren, sich von anderen inspirieren lassen, okay, aber jeder tickt anders. Und das ist okay. Dieses Hobby ist so vielfältig und die Menschen in diesem Hobby sind genauso vielfältig. Jeder tickt anders. Manche brauchen absolutes Chaos, um überhaupt kreativ zu sein. Andere brauchen absolute Ordnung. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Das Wichtigste ist nur, es muss sich für jeden Einzelnen gut anfühlen. Man kann sich da inspirieren lassen, man kann sich dran auch Mache ich hier auch mal orientieren, aber Pause. jeder Ich muss meine, für im sich so sein Endeffekt, eigenes Ding finden. auch das unterschreibe ich heute noch. Jeder tickt anders. Ähm, ist, ist definitiv so, ja, sonst wären wir alle irgendwie Klone. Ähm, aber was habe ich denn damit wirklich so gemeint? Ich glaube, ganz wichtig ist auch die Aussage, Inspiration holen bei anderen, aber trotzdem so sein eigenes Ding machen. Man sollte sich im Hobby auch einfach so viel Freiheit gönnen und selbst auch eingestehen, was einem einfach gut tut und Spaß macht. Und das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft da, ob das jetzt wirklich ein Motivationstipp ist, jetzt ein Jahr später. Ja, indirekt irgendwie schon. Müsste man vielleicht auch ein bisschen anders formulieren. Ja, obwohl, vielleicht ist damit auch eher gemeint, lass dich nicht durch andere demotivieren. Das klingt zwar dann negativer, aber im Endeffekt ist es auch so ein bisschen das, ähm, auch so der Perfektionismus kommt da auch wieder mit rein, sich da auch einfach nicht entmutigen lassen, ja? Man kann es als Anreiz nehmen, um selbst seine Skills zu verbessern, Inspiration holen, aber so sein eigenes Ding durchziehen und das tun, was einem gut tut, was einem Spaß macht, was einem gefällt. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Deswegen, den Tipp würde ich eigentlich sogar so stehen lassen. Und ja, mal ganz interessant. Ich glaube, Motivation ist generell so ein sehr, sehr weitreichendes Thema. Ich bin da jetzt auch kein Neurowissenschaftler und auch kein Motivationsguru, der da die perfekten Motivationstipps für euch hat. Das tut mir leid. Ich fand es einfach auch mal interessant, mal wieder in ein altes Video von mir reinzuschauen. Ich denke aber jetzt noch ein Jahr später sind da immer noch Sachen drin, die ich auch heute noch so sagen würde, vielleicht anders formulieren würde, aber so die Kernbotschaft ist noch die gleiche. Einfach so einen gewissen Grad an Ordnung zu haben, um auch Hindernisse abzubauen, um mit dem Hobby zu starten. Weniger Perfektionismus an den Tag legen, Dinge fertig bekommen, lieber Belohnung durch Fortschritt statt durch Kauf. Und jo, 4. Punkt skippen wir mal, das war eher eine Zusammenfassung. Und ja, dann der abschließende Punkt, Inspiration holen, nicht entmutigen lassen, sein eigenes Ding durchziehen. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das schließt natürlich das Thema Motivation im Hobby jetzt nicht komplett ab. Das war einfach jetzt mal wieder so ein kleiner Sprung rein in die Thematik. Das Problem bleibt oft, ja, nennt man Sommerloch, nennt man es Winterloch, nennt man es zu viel Alltagsstress, was auch immer. Es gibt immer wieder Blockaden und Hindernisse, die einen daran hindern, mit dem Hobby loszulegen und Spaß dran zu haben. Deswegen würde mich auch mal interessieren, was meint ihr? Wie motiviert ihr euch? Braucht ihr überhaupt Motivationsboosts im Hobby? Oder kennt ihr das Gefühl gar nicht? Habt ihr eigentlich immer Bock aufs Hobby? Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr mehr von meinem Kanal sehen wollt, abonniert den Kanal. Hier wird gebaut, gebastelt, gemalt, nachgedacht, in Erinnerungen geschwelgt und alles, was mir sonst so einfällt. Danke euch allen fürs Zuschauen und dranbleiben und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.